Ich habe vor kurzem mein Jurastudium abgeschlossen. Ich habe Ende Oktober mein Staatsexamen gemacht. Und genau, technisch gesehen bin ich jetzt mit der Uni fertig. Ich arbeite weiter bei einer Kanzlei hier in Bochum und ja, habe da vorher als studentische Hilfskraft gearbeitet, jetzt einfach weiterhin als juristische Hilfskraft und überbrücke damit ein bisschen die Zeit bis zum Referendariat. Das kommt noch, genau, dann werde ich Volljuristin sein. Ich mache momentan eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und bin nebenbei noch Tanzlehrerin. Ich tanze selber in dem Verein im Tanzsportclub Dortmund und unterrichte da auch die Ballettkinder im Alter von 4 Jahren und aufwärts und zusätzlich noch in Herne. Ich habe ja vor kurzem noch mein Abitur gemacht in der Schule und ich finde, besonders als junger Erwachsener wird man so ins Leben reingeworfen. Und dann kann ich zum Beispiel von mir sprechen, dass ich mich auch manchmal sehr verloren fühle und ja, nicht genau weiß, wohin mit mir oder ja, auch Selbstzweifel habe oder auch einfach nicht so sicher bin, wie ich es gerne wäre in meinem Leben. Ich habe mit 4 Jahren mit Ballett angefangen, wie die meisten, so eine Kindergruppe eben, nichts Besonderes. Für so 3, 4 Jahre habe ich das dann erstmal gemacht und fand das damals schon super, aber musste dann ja aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen Distanzen zurückfahren. Ich hatte Rückenprobleme und dann war das eine Zeit lang nicht so gut. Ich hatte mir aber immer vorgenommen, irgendwann wieder einzusteigen. Und genau, dann habe ich es mit 10 oder 11 wieder aufgegriffen. Definitiv hatte ich Momente, wo alles stressig war mit Examen und Arbeit und genau, wo ich mir gedacht habe, boah, schaffe ich das überhaupt noch? Schaffe ich es noch mehrmals die Woche in den Verein zu fahren und die Turniere mitzumachen, die ja auch teilweise über mehrere Tage gehen, wo man dann verreisen muss. Man muss sich immer die Zeit nehmen, auf der Arbeit frei nehmen, beim Lernen, alles so ein bisschen drumherum planen. Ähm, Da habe ich mir schon einige Male Gedanken gemacht, aber ich war noch nie so weit, dass ich gedacht habe, ich möchte wirklich für immer aufhören und gar nichts mehr mit dem Tanzen zu tun haben. Also ich kann es mir auch jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, in irgendeiner Form werde ich immer ein bisschen weiter tanzen. Nur wie genau das aussehen wird, kann ich nicht sagen. Also der Tanz kam sehr spontan in mein Leben, muss ich sagen, weil ich ja eigentlich angefangen habe, als Kleinkind rhythmische Sportgymnastik zu machen. Und das hat sich dann ja auch über Jahre gezogen. Und ich habe 10, 11 Jahre rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und dann habe ich halt aufgehört, wollte aber nicht aufhören, mich zu bewegen und aufhören, irgendwas mit der Musik zu machen. Und dann kam halt so ganz spontan das Tanzen. Das hat sich dann so entwickelt. Also ich habe ja tatsächlich immer andere Tanzstile getanzt, aber habe mich dann ja bewusst dagegen entschieden, und dann halt für Hip-Hop entschieden, weil mir das am meisten Spaß macht und weil es Hip-Hop ja als so ein Konstrukt gar nicht gibt, sondern weil man da auch viele verschiedene Sachen aufgreifen kann.
Ich weiß, also ich habe mich nie gefragt, warum ich tanzen möchte. Ich bin einfach immer dabei geblieben. Ich habe nie aufgehört. Es ist, also ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so ein Teil geworden von mir. Also die meisten kennen mich auch dadurch, dass ich tanze. Also denken immer so, ah, Jada, die tanzt. Ja. Deswegen, ich weiß, ich hab es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, gute Frage. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich mach's einfach. Viele Leute erwarten was von mir. Beim Tanzen erwarten die, dass ich eine gute Leistung habe. Meine Eltern erwarten, sag ich mal, dass ich hier immer aufgeräumt bin und so, dass ich irgendwie noch den Haushalt schaffe. In der Schule wird erwartet, dass ich gute Noten habe. Auch in der Fahrschule wird erwartet, dass ich hier weiter sag ich mal, zu den Theoriestunden war das jetzt zuletzt, dass ich das irgendwie noch schaffe, dann noch, dass ich bei meinem Nebenjob bin. Es ist halt, von jeder Seite kriegst du Druck und Anforderungen und dann habe ich da schon gedacht, boah, nee, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt aufhören. Und habe dann auch mal gesagt, ja, ich hasse tanzen. Aber das ist normal eigentlich, weil im Endeffekt Schule ist genauso. Ich will auch aufhören, aber im Endeffekt bleibt man trotzdem, man bleibt immer da. Man bleibt auch im Leben, auch im Leben. Manchmal denke ich mir, oh, ich habe gar keine Lust mehr aufs Leben, aber man bleibt trotzdem. Ich muss sagen, ich habe Freunde fürs Leben gefunden beim Tanzen. Und das sind auch die besten Freunde, die ich mir wünschen könnte. Ja, weil uns verbindet einfach so viel. Wir machen ja nicht nur beim Tanzen was, wir treffen uns ja auch privat und machen ganz andere Dinge privat, die gar nichts mit dem Tanzen zu tun haben. Natürlich ist es eine Sache, die uns verbindet, worüber wir auch 4 Stunden lang reden können. Aber es ist auch eine Sache, also es hat einfach menschlich bei uns gepasst, bei allen und wir verstehen uns als Gruppe einfach richtig, richtig gut. Also Tanzen ist für mich einfach so, ja, so ein Ort wie Sicherheit oder wie so ein Rückzugort für mich. Also ich habe ja diesen Ausgleich. Also ich gehe arbeiten und dann gehe ich tanzen und das ist so diesen Ausgleich. Also ich fühle mich frei, wenn ich tanze. Ich kann Gefühle ausdrücken. Ich kann sein, wer ich bin und ohne Tanzen wäre ich halt niemand. Also tanzen bin ich oder ich bin tanzen und das geht halt Hand in Hand und das geht nicht ohne, würde ich sagen. Ich tanze vor allem, weil es natürlich sehr großen Spaß macht, mir große Freude bereitet. Ich sehe das auch auf jeden Fall als eine Kunstform, natürlich auch als einen Sport, aber sowohl für die Bewegung, um fit zu bleiben, aber auch um einfach diese Kunstform ausleben zu können, die Kreativität ausleben zu können. Und natürlich habe ich sehr, sehr gute Freunde auch in meinem Verein, mit denen ich super gerne Zeit verbringe. Deswegen ja, würde es mir sehr schwer fallen, das nicht zu machen. Wenn ich tanze, erlebe ich sehr viele Gefühle, muss ich sagen, und es sind auch immer verschiedene Gefühle. Manchmal bin ich total zufrieden und glücklich, aber manchmal bin ich auch sehr motiviert und dann spüre ich mehr Motivation. Manchmal fühle ich mehr Spaß, aber meistens sehr glücklich und zufrieden. Manchmal spüre ich aber auch Druck, aber das muss nicht unbedingt negativ sein, sondern eher Druck, besser zu werden.
Also ich fühle eigentlich sehr viele Gefühle beim Tanzen. Was ich erlebe, ich weiß nicht, also in meinem Kopf, wenn ich tanze, ich habe nichts im Kopf. Also mein Kopf ist leer. Ich mache einfach nur und ich denke nicht drüber nach. Also mein Körper bewegt sich einfach und es ist so, als würde jemand bei einem Video einmal so klicken, einmal so anklicken und dann geht's einfach. Und sobald du nachdenkst, macht es bei mir Stopp und irgendwas, also man merkt das auch, wenn ich nachdenke beim Tanzen, ähm, dann merkt man das auch direkt in meiner Schrittqualität, sag ich mal. Und ich weiß nicht, wenn ich tanze, das ist so, das passiert einfach. Schwierig das zu beschreiben irgendwie. Ja, aber das fühle ich. Ja. I need your body on me.